Die elektronische Patientenakte kommt dieses Jahr. Zum 15. Januar wird sie in manchen Modellregionen eingeführt und bis da kann man ihr noch widersprechen. Und viele Experten empfehlen mittlerweile ganz genau das. Sicherheitslücken, sogar Probleme im Konzept. Der Chaos Computer Club fordert daher das, Zitat, Ende der EPA-Experimente am lebenden Bürger. Aber das ist halt leider nur eine Seite der Medaille. Die EPA ist nämlich auch eine Voraussetzung geworden, um unser komplett überlastetes und überfordertes Gesundheitswesen ein bisschen in den Griff zu bekommen oder zumindest den Grundstein dafür zu legen. Und legt man einfach so Widerspruch ein, dann könnte das im schlimmsten Fall dazu führen, dass ihr eine schlechtere medizinische Versorgung bekommt. Also, wir schauen uns heute das volle Bild an. Warum kommt die EPA eigentlich? Was ist wirklich wichtig und gut und notwendig? Und was ist halt definitiv noch komplett unausgereift? Und damit könnt ihr euch dann im besten Fall selbst ein Bild davon machen, ob ihr die elektronische Patientenakte EPA wollt oder nicht. Also um es ganz klassisch zu machen, willkommen zur EPA Exposed und willkommen im Cyberspace. Okay, lasst uns erstmal klären, was genau macht die EPA eigentlich, warum brauchen wir sie und wer trägt überhaupt was da ein? Zunächst einmal, die EPA, die elektronische Patientenakte, ist eine digitale Akte für eure komplette medizinische Versorgung. Das bedeutet, Ärzte, also euer Hausarzt, aber auch Fachärzte und deren Angestellte können da Dinge reinschreiben. Das Krankenhaus und eure Pfleger im Zweifelsfall können da Dinge reinschreiben und auch jegliche Untersuchungen, zum Beispiel CTs, MRTs, Röntgenbilder, all das wird da auch reingepackt. Und lesen können dann natürlich auch wieder die Fachärzte und deren Angestellte, die Hausärzte und deren Angestellte, Krankenhaus, Pfleger, aber auch die Apotheke. Und warum? Das schauen wir uns gleich an. Aber eine wichtige Person habe ich hier vergessen, und zwar ihr selber könnt auch Dinge eintragen und auch die Informationen lesen. Und das ging bislang nicht so ohne weiteres. Ich habe meine Krankenakte tatsächlich mal bei meiner Krankenkasse bestellt und mal nachgeguckt, wo ich überall war, aber da steht längst nicht alles drin. Ich habe beispielsweise ein Röntgenbild, das ich eigentlich noch mal gebraucht hätte, auf CD bekommen damals und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich hoffe, mein Hausarzt hat das. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was da drin steht, ist eigentlich auch relativ simpel, wenn man so möchte, und zwar Arztbriefe, Befunde, Medikationslisten, also welche Medikamente ihr schon nehmt, damit zum Beispiel in der Apotheke gesehen werden kann, aha, das da und das da zusammen, keine gute Idee, der kriegt was anderes. Das ist super wichtig und das kann man als Laie normalerweise nicht so einfach sehen. Und was ab diesem Sommer dazu kommen soll, also wie gesagt, es wird im Januar und 4 Wochen später für alle eingefügt, im Januar für diese Modellregion und im Sommer kommen dann noch mal ein paar zusätzliche Features, wenn man so möchte, dazu und es soll noch mehr erweitert werden. Aber was man schon weiß, ab Sommer soll der Medikationsplan, der von eurem Hausarzt zum Beispiel erstellt wird, hinzugefügt werden mit Dosis und Hinweisen, also sowas wie 3-mal täglich, 4-mal täglich und gleichzeitig könnt ihr selber nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die ihr ja einfach so in der Apotheke kaufen könnt, eintragen und sogar Nahrungsergänzungsmittel könnt ihr eintragen, damit man zum Beispiel sehen kann, aha, der hat einen Vitamin D3-Mangel und nimmt deswegen Vitamin D3 und zwar so und so viel und dann kann euer Hausarzt sehen, ob das gereicht hat, ob das zu wenig war, ob das zu viel war und dann eben die Werte abgleichen. Also das soll alles in die EPA dann ab Sommer noch eingetragen werden. Und im Grunde genommen ist das ja auch sehr, sehr sinnvoll, denn wie gesagt, man kann dann relativ leicht anderen Zugriff darauf geben, beziehungsweise andere erhalten Zugriff und können dann Rückschlüsse daraus ziehen. Ich habe gerade schon das Beispiel mit dem Apotheken, mit den verschiedenen Medikamenten gebracht. Ich bringe euch gleich noch ein paar mehr Beispiele, warum das sinnvoll ist. Tatsächlich dreht sich eigentlich alles darum, wer hat eigentlich Zugriff. Und hier bietet uns das Bundesgesundheitsministerium eine Art Infografik, wie man das Ganze managen kann. Und ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich für dieses Video hier vor über 4 Wochen bei meiner Krankenkasse Zugriff angefragt, damit ich die App für die EPA mir runterladen kann. Die braucht man nicht zwingend, also ihr braucht keine App, um eure EPA zu bekommen. Aber darüber könnt ihr halt diesen Zugriff verwalten. Das heißt, ihr könnt sagen, der Apotheker soll bitte das nicht sehen können und dieser Arzt soll diesen Befund nicht sehen können. Das geht hauptsächlich über die App. Und wenn man die App nicht hat, dann kann man das nicht machen.
Und ich warte noch immer auf den Zugriff. Ich habe mit denen telefoniert und habe gesagt, hey Leute, ich brauche einen neuen Code dafür. Ich habe halt aber immer noch keinen bekommen. Stattdessen habe ich lustigerweise in mein Online-Portal von meiner Krankenkasse Nachrichten bekommen, die ich aber nicht lesen kann, weil ich ja keinen Zugriff habe. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nun gut, schauen wir uns erstmal an, wie man die EPA managen kann. Ich will ganz kurz sagen, das Wort managen, das stammt nicht von mir, das steht beim Bundesgesundheitsministerium. Ja? Ist jetzt also offiziell Deutsch. Und zwar, man kann natürlich die EPA befüllen mit Informationen, das heißt zum Beispiel über E-Rezeptdaten. E-Rezept haben wir ja schon, das heißt, ihr braucht nicht mehr ein ausgedrucktes Rezept, um bei der Apotheke was abzuholen, sondern ihr kriegt das auch auf eure Gesundheitskarte übertragen. Die werden da eingetragen, dadurch bekommt man die Medikationsliste. Berichte, Briefe und Labordaten, dazu ist der Arzt sogar verpflichtet, die einzutragen, und sie sind dazu angehalten, mehr Informationen, also im Endeffekt alle Informationen über euch da reinzuschreiben, damit die auch übertragen werden können. Und wenn ihr speziell sagt, bitte Arzt, trag das da ein, dann ist der Arzt auch verpflichtet, das einzutragen, wenn ihr das sagt. Dazu muss es natürlich aber auch wahrheitsgemäß sein. Also ihr könnt nicht sagen, hey, der ist super top fit, tragt es mal bitte da ein. Das wird dann schon nachgeprüft. So, auf der anderen Seite könnt ihr aber auch Dinge rauslöschen, beziehungsweise ihr könnt widersprechen, dass Dinge da drin stehen. Und zwar, ihr könnt eure Medikationsliste komplett rauslöschen. Ihr könnt nicht Teile davon rauslöschen. Ihr könnt nur sagen, alle Informationen über meine Medikamente, die will ich nicht da drin haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, I don't know, eine Hämorrhoidensalbe benutzt, ja, weil es euch peinlich ist, wollt ihr die da raus haben? Nee, geht nicht. Ihr müsst alles löschen. So. Das nächste ist, die einzelnen Dokumente, also Befunde, Labordaten und so weiter, die könnt ihr separat rauslöschen lassen. Dann könnt ihr denen einfach widersprechen. Und manche von euch wissen, dass ich in Therapie bin, unter anderem wegen YouTube, ne? Das Ding hier. Und sie hat mir zum Beispiel als erstes über diese EPA überhaupt irgendwas erzählt und hat mir so einen Wisch gegeben, damit ich direkt widersprechen kann, dass sie nicht verpflichtet wird, wirklich detaillierte Informationen über mich da einzutragen. Wenn ihr also Therapie habt, dann klärt das um Gottes Willen mit eurem Therapeuten, dass da nicht sensibelste Informationen in die EPA eingetragen werden, denn wie gesagt, die können auch von anderen dann gelesen werden. Ihr geht in die Apotheke und die sehen eure Befunde oder sogar mehr Informationen, alles was eingetragen wird im Endeffekt von eurem Psychotherapeuten, falls ihr einen habt. Also, ja, vorsichtig sein. So, und auch bei einzelnen Dokumenten könnt ihr auch einfach selber sagen, ey, das soll rausgelöscht werden, das soll da rausgelöscht werden. Das heißt, über die App zum Beispiel könnt ihr dann sagen, raus, raus, raus. So könnt ihr das Ganze managen. Wenn das aber mal bei einem Arzt angekommen ist, dann hat der es halt schon gesehen. Das heißt, ihr müsst das im Endeffekt permanent überwachen und dann selber sagen, okay, ich will das nicht da drin haben, bevor es jemand anders liest, schnell raus damit. Im besten Fall widersprecht ihr da schon, bevor das eingetragen wird. Also zum Beispiel, ihr widersprecht, dass der Psychotherapeut irgendwas da eintragen darf. Dann landet es gar nicht erst da drin, weil ansonsten kann natürlich schon mal jemand darauf zugreifen und das dann im Endeffekt sehen. So, was die Sichtbarkeit angeht, das habe ich ganz kurz schon angerissen, steht hier aber auch drauf. Wenn ihr zu einer Apotheke geht, dann könnt ihr sagen, diese Apotheke darf das hier alles nicht sehen. Und dann könnt ihr eben mehrere Sachen anschauen. Oder ihr könnt der Apotheke komplett den Zugriff entziehen, dann sieht die gar nichts mehr. Und genau dasselbe könnt ihr beim Arzt machen, bei Pflegern machen und so weiter und so fort. Ist aber alles sehr viel Verwaltungsaufwand von eurer Seite auf. Und wenn ihr mal was vergesst, wenn die Leute das schon mal runtergeladen haben, dann haben sie es im Endeffekt schon gesehen, dann haben sie darauf Zugriff. Also bedenkt das bitte. Warum ihr überhaupt was rauslöschen solltet? Naja, Gesundheitsdaten ist halt unfassbar sensibel und ich zeige im nächsten Kapitel euch dann, was man mit Gesundheitsdaten tatsächlich alles auch machen kann, aber auch warum wir vielleicht die EPA doch haben wollen. Also dieses zweischneidige Schwert, das ich jetzt angesprochen habe. Jetzt, wo wir ein Grundverständnis über die EPA an sich haben und deren Funktion. Aber trotzdem, Gesundheitsdaten sind halt so super sensibel, über die kann man beispielsweise sehr unangenehme Werbung bekommen, als kleines Beispiel. Und hier kommen wir zu unserem heutigen Partner. Ihr wisst, ich arbeite schon länger mit Incogni zusammen, denn nicht nur die EPA, da könnt ihr einfach widersprechen, sammelt wahnsinnig viele Daten über euch, sondern auch andere Anbieter. Und auch Gesundheitsdaten sind da im Spiel. Und Incogni, die bearbeiten das Ganze für mich. Es gibt einen richtigen Markt dafür, wenn Leute Daten von euch einfach kaufen wollen. Beispielsweise, ihr klickt auf einem Handygame einfach mal aus Versehen auf Yo, du darfst meine Gesundheits- oder Fitnessdaten sammeln. Beispielsweise aus Versehen, wenn ihr einfach euch nicht alles durchgelesen habt. Die Daten sind teils einfach so super sensibel und werden einfach weiterverkauft.
ich möchte auch nicht alles auf Social Media teilen zum Beispiel. Incogni regelt das aber zum Glück für mich. Dank DSGVO habt ihr nämlich ein Recht darauf, vergessen zu werden. Ihr könnt eure Daten also jederzeit löschen lassen. Und Incogni schreibt da einfach jedem Data Broker und verlangt die Löschung. Falls nicht irgendwas gelöscht wird, dann kommt ein Follow-up und dann kommt eben noch einer und dann wird mit dem Anwalt gedroht. Das Tolle ist, das müsst nicht ihr tun, all das macht Incogni für euch. Und das ist super, denn ihr müsst euch eben nur einmal registrieren und dann könnt ihr euch ganz entspannt gelegentlich auf ein paar E-Mails freuen, wo dann drin steht, hey, wir haben mal 50 Data Broker, die deine Daten gelöscht haben. Und anschließend, zumindest bei mir, ist der Spam tatsächlich zurückgegangen. Das finde ich super angenehm. Deswegen super gerne, gönnt euch Incogni mit meinem Link entweder unten in der Beschreibung, beziehungsweise hier mit dem QR-Code für volle 60% Rabatt. Und naja, im besten Fall, wenn die Daten erstmal weg sind, hinterlassen wir keine neuen mehr. Trotzdem kann das natürlich passieren. Und jetzt wollen wir uns angucken, also erstmal, warum die EPA sinnvoll ist und dann, warum die Daten eben doch missbraucht werden können. Okay, also lasst uns zunächst mal darüber reden, warum wollen wir eigentlich so eine EPA? Es gibt ja einen Grund, dass das Bundesgesundheitsministerium und als Dienstleister für die Software hinten dran, die Gematik, die wird noch wichtig, warum die das eigentlich machen. Und das eine ist mal, eure Diagnosen basieren extrem stark auf bereits vorhandenen Befunden. Ein kleines Beispiel, was ich immer rausgesucht habe, das ist ein ziemlich drastisches Beispiel, aber wenn ihr Diabetes habt und ihr habt eine kleine gerötete Wunde an eurer Fußsohle, die will nicht heilen, so über ein paar Wochen, dann sagt euer Arzt normalerweise, wenn ihr hingeht, ey, das geht wieder weg, macht ihr keine Sorgen, alles gut. Auf der anderen Seite, wenn ihr aber Diabetes in euren Befunden drin habt, dann sind da eine Reihe an Untersuchungen. Das wird viel strenger überwacht. Da muss man wirklich aufpassen, weil es ein Diabetikerfuß sein kann. Und da wird komplett ein anderes Programm gezogen. Da werden andere Laborwerte gemessen und so weiter und so fort. Und es ist ein wahnsinniger Gamechanger, wenn man weiß, was ihr alles an Vorerkrankungen habt, weil die Sachen bedingen einander. Wenn ihr Diabetes habt, habt ihr ein sehr viel höheres Risiko für das zum Beispiel. Und dann wird automatisch, wenn man Blut abgenommen bekommt und Messwerte bestimmt werden, werden manche Untersuchungen noch on top mitgemacht. So, wenn man aber kein Diabetes hat, dann braucht man das im Normalfall nicht. Und deswegen wird das auch nicht mitgemacht, um einfach euch die Ergebnisse schneller mitteilen zu können. Diabetes ist nur ein Beispiel. Es gibt sehr viele Beispiele, sehr viele Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen, wo dann einfach wirklich ganz anders geschaut wird, was passiert eigentlich und dementsprechend andere Untersuchungen und andere Empfehlungen getroffen werden. Ist aber nur ein Beispiel, wenn ihr, sagen wir mal, ohnmächtig werdet zu Hause und ihr könnt eurem behandelnden Notarzt nicht mehr sagen, was ihr eigentlich zum Beispiel an Medikamenten nehmt. Sagen wir einfach mal, ihr nehmt Warfarin. Das ist ein Blutverdünner und der ist gar nicht mal so selten, habe ich jetzt gelernt durch die Recherche. Und jemand kommt einfach mit dem Rettungswagen und möchte euch ins Krankenhaus transportieren. Die geben in der Regel durchaus mal Blutverdünner, damit ihr zum Beispiel keine Thrombose bekommt. Problem ist, wenn ihr schon Blutverdünner nehmt, dann kann das ziemlich gefährlich werden. Und wenn man doppelt Blutverdünner nimmt, dann kann es sogar zu inneren Blutungen kommen. Also sollte im besten Fall der Notarzt durchaus wissen, was ihr sonst noch für Medikamente bekommt. Oder was ihr auch für Allergien habt, damit ihr keinen Schock bekommt, wenn er euch das falsche Medikament gibt. Das gibt es alles. Und ich meine, ich persönlich habe sowas, also nicht Warfarin, aber ich habe etwas, wo der Notarzt Bescheid wissen muss. Andere Menschen haben Allergien, ne? Das stackt sich. Fast jeder sollte irgendwie die Möglichkeit haben, einem Notarzt oder im Labor zu sagen, was man eigentlich hat. So, und all diese Informationen werden momentan sehr, sehr umständlich angefragt. Und das ist wahnsinnig langsam. Und diese Zeit haben wir halt einfach nicht immer. Im Grunde genommen kann dadurch wirklich ein Leben gerettet werden, wenn der Arzt beispielsweise, euer Hausarzt, gerade nicht arbeitet, weil ihr am Sonntagnacht ohnmächtig werdet und da kommt jemand. Und der Hausarzt ist aber der Einzige, der die Daten weitergeben kann und es gibt kein standardisiertes Protokoll, um euch die Daten zu übermitteln. Ja, was macht der Notarzt dann? Der muss raten, ob ihr was habt oder nicht. Und das kann ziemlich schief gehen. Deswegen bin ich ganz happy, wenn in meiner elektronischen Patientenkarte oder in meiner Karte einfach drin steht, ey, der braucht dieses Medikament und der nimmt das regelmäßig. Bitte passt da auf. Es gibt aber noch sehr, sehr viele mehr Vorteile. Beim Beispiel von vorhin, mein Röntgenbild, das ich nicht mehr habe, das hätte in so einer elektronischen Patientenakte einfach drinstehen können, so dass ich doppelte Untersuchungen einfach vermeiden kann. Oder so, dass das für alle Ärzte zur Verfügung steht, weil die das durchaus auch alle brauchen.
Ich vergesse vielleicht auch mal, oder vor allem ältere Menschen vergessen dann häufiger mal einen Teil ihrer Medikation, also was sie eigentlich gerade einnehmen. Meine Oma zum Beispiel ist da ein ganz, ganz großer Fall, die nimmt nicht immer die Medikamente, die sie verschrieben kriegt, sondern teilweise auch noch andere. Und wenn sie dann einfach nicht alles angibt, dann ist das schlecht. Und ja, sie ist unbelehrbar, was das angeht, leider. Aber auch das ist, naja, egal. Gleichzeitig, wenn wir beispielsweise Röntgenbilder bekommen, das war damals bei mir das Problem, ich habe die natürlich nicht bei meinem Hausarzt machen können, sondern woanders machen lassen. So, die werden dann übertragen an den Hausarzt im besten Fall. In meinem Fall war das aber tatsächlich noch so, ich habe die als CD mitbekommen und musste die dann meinem Hausarzt geben. Und der musste die dann bei sich einlesen und speichern, damit das alles quasi in derselben Akte ist, weil eben dieses Institut, wo ich das habe machen lassen, die wollten das halt nicht speichern. Klar, ist ja auch immer mehr und macht ja keinen Sinn. Das ist ja einfach nur umständlich, wenn dann irgendwer diese Röntgenbilder braucht. Du musst ja erst beim Hausarzt anfragen, der Hausarzt muss bei denen anfragen und so weiter. Dauert. Und es wird tatsächlich momentan noch viel händisch gemacht. Manches läuft automatisch, aber vieles wird eben auch händisch gemacht. Und wenn dann halt ein Arzt gerade nicht da ist, dann hat man keinen Zugriff auf diese Informationen, obwohl man sie für die Behandlung vielleicht braucht. So, ich habe das schon auch kurz angesprochen. Es wird alles sehr viel schneller, wenn alle auf alle Informationen von euch Zugriff haben, wenn sie brauchen. Ärzte, Pfleger, Notfälle, wenn ihr Allergien habt, Vorerkrankungen oder auch Implantate habt, dann muss das natürlich irgendwo notiert sein. Und gleichzeitig reduziert es diese krasse Komplexität, beispielsweise in der Apotheke, wenn man Kreuzwirkungen hat von 2 verschiedenen Medikamenten, wenn man manche Sachen überdosiert oder doppelt dosiert und auch wenn man doppelt untersucht wird, dann kann das vermieden werden. Und trust me, das ist tatsächlich ein Problem. Viele Untersuchungen werden doppelt durchgeführt, weil die Daten einfach nicht mehr vorhanden sind. Nicht, weil es irgendwie alte Informationen sind, sondern weil das eine Labor das andere Labor nicht kennt und die nicht miteinander reden und das eine hat es schon getestet, das andere macht es aber einfach nochmal, obwohl die das eigentlich austauschen könnten. Das hört sich banal an und man hätte das schon lang fixen können, aber wir haben noch kein digitales Gesundheitswesen, zumindest nicht vollständig. Und deswegen ist das schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und deswegen auch beim Chaos Computer Club, um das nochmal kurz zu sagen, im Vortrag, die Leute sagen mehrfach, sie sind für ein digitales Gesundheitswesen. Es ist absolut essentiell, dass wir sowas bekommen. Aber halt eins, dem wir auch vertrauen können. Und ja, da müssen wir leider auf die andere Seite zu sprechen kommen. Denn es ist wahnsinnig wichtig, wer eigentlich Zugriff hat. Ja? Wer Zugriff hat, kann Sachen, es gibt mehrere Arten von Zugriff, einmal lesenden Zugriff und einmal schreibenden Zugriff. Beides ist wahnsinnig gefährlich. Und wer lesenden oder schreibenden Zugriff auf die elektronische Patientenakte hat, der muss damit sehr sorgsam umgehen, weil das wirklich sehr sensible Daten sind. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, mit absolut keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich glaube, da kann man ganz gut relaten. Nehmen wir an, ihr habt eine wilde Studienzeit hinter euch. Ich hatte jemanden im Freundeskreis, der hatte sowas tatsächlich. Er hatte erhöhte Leberwerte nach einer Weile Studium. Das kommt, wenn man sehr viel Alkohol konsumiert. Und der hat das tatsächlich von einem Arzt abklären lassen. Und jetzt ist das aber ein sehr fließender Übergang. Was trägt der Arzt ein? Trägt er ein erhöhte Leberwerte? Dann kann das vieles heißen. Trägt er ein Alkoholabusus, ja, also Alkoholmissbrauch? Dann führt das ziemlich sicher dazu, dass ihr von einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr akzeptiert werdet. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung aber, und das habe ich erst vor kurzem gelernt, bei der Recherche für das Video tatsächlich, kann Voraussetzung sein, dass ihr einen Kredit von einer Bank bekommt, wenn ihr euch eine Wohnung oder ein Haus oder sowas kaufen könnt. Nicht, dass wir uns das in unserer Generation noch leisten könnten, aber das ist trotzdem wichtig, dass man das kann, theoretisch. Das heißt, weil der Arzt die Möglichkeit hat, da was einzutragen, kann das dazu führen, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung euch ablehnt und gleichzeitig ihr dadurch keinen Kredit mehr nehmen könnt. Das kann euer ganzes Leben im Grunde genommen auf den Kopf stellen. Entschuldigt das Wackeln, das war ich mit meinem Bein. Das ist unpraktisch und dementsprechend auch sehr sensibel. Wer hat diese Informationen, die in meiner EPA drinstehen? Wenn so eine Berufsunfähigkeitsversicherung sowas hat, ist das schlecht. Wenn so eine Bank sowas hat, kann das durchaus auch problematisch sein. Ist aber nur ein Beispiel.
Nehmen wir an, ihr habt eine psychische Vorerkrankung. Ja? Ich bin in Therapie, das wisst ihr jetzt auf YouTube schon länger. Und was mir nicht klar war, ist, was das für Auswirkungen hat. Wenn ihr in Therapie seid oder wart, dann werdet ihr mindestens 3 Jahre, bei den meisten Krankenversicherungen, bei den meisten privaten Krankenversicherungen für 5 Jahre und bei manchen sogar für 10 Jahre kategorisch ausgeschlossen. Ihr habt keine Chance, in eine private Krankenversicherung zu wechseln, weil ihr Therapie gemacht habt. Was lustigerweise eigentlich total dumm ist, weil, naja, eigentlich wird man resilienter, wenn man Therapie macht und es wird besser und man braucht danach weniger Mittel, medizinische Mittel, wenn man es gemacht hat, als hätte man keine gemacht, weil man mit seinem Shit umgehen kann, aber naja, nicht meine Sache, ist bei den allermeisten Krankenversicherungen noch immer so. Und übrigens, es ist für Arbeitgeber, für normale Arbeitgeber, wie zum Beispiel auch mich, ich habe ja auch Angestellte, ist es illegal, Menschen auszuschließen, weil sie eine Therapie gemacht haben. Das darf man nicht als Grund angeben. Für einen Arbeitgeber, und das ist der größte in ganz Deutschland, ist es aber nicht illegal, und zwar den Staat. Ihr könnt nicht verbeamtet werden, wenn ihr eine psychische Vorerkrankung habt. Was ich super lustig finde. Aber ja, auch da sind diese Informationen so sensibel, dass ihr manche Jobs nicht machen könnt, wenn ihr Zugriff auf eure Patientenakte an die falschen Personen gebt. Und ich habe noch ein tolles Beispiel für euch. Jetzt nicht unbedingt mit psychischen Vorerkrankungen oder sowas, das haben ja nicht unbedingt alle Menschen. Aber nehmen wir an, ihr habt Fehltage. Jeder ist mal krank. So, nehmen wir an, ihr wart 2024 irgendwie, war nicht so ein gutes Jahr. Ja? Nehmen wir einfach mal an, ihr hattet 20 Fehltage. Und ihr bewerbt euch bei mir. Jetzt bewirbt sich aber noch eine andere Person bei mir und die hat nur 10 Fehltage. Und ich als Arbeitgeber habe darauf Zugriff, auf eure elektronische Patientenakte. Wen nehme ich eher? Den mit 10 Fehltagen, den mit 20 Fehltagen oder der vielleicht 0 hat oder der vielleicht 50 hat? Es ist eine relativ wirtschaftliche Entscheidung, einfach die Person zu nehmen, die 10 Tage mehr arbeitet. Und da sehen wir auch wieder, es kann eigentlich jeden treffen. Diese Informationen sind sensibel für alle möglichen Menschen. Und manche gehen sehr weite Wege, um solche Informationen zu bekommen. Auch wenn es nicht immer ganz legal ist. Ich will nur illustrieren, wie wichtig es ist, dass diese Informationen halt sensibel betrachtet werden. Noch ein weiteres tolles Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt sogar schreibenden Zugriff auf eure elektronische Patientenakte. Dann kann ich reinschreiben, ey, der bekommt Morphium. Dann kann ich einfach in die Apotheke gehen und kann mir da mein Morphium nehmen, obwohl das eigentlich verschreibungspflichtig ist und ich vielleicht abhängig bin davon. Ja? Das kann im Endeffekt sogar dazu führen, dass man Medikamente bekommt, die eigentlich nicht für einen zugänglich sein sollten. Das nächste ist, wenn man reinschreibt oder wenn man bei jemandem, den man vielleicht nicht so mag, reinschreibt, hey, der hat Alkoholmissbrauch begangen und der hat übrigens auch eine Depression und der nimmt übrigens auch starke Medikamente, dann kann das auch dazu führen, dass der, wie gesagt, vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommt oder vielleicht nicht in eine private Krankenversicherung reinkommt. Und wie gesagt, das muss nicht stimmen. Wenn das da mal drin steht, dann ist das problematisch. Und ihr könnt diese Einträge dann nicht ohne weiteres rauslöschen, außer ihr beantragt eigentlich diesen Zugriff auf die App. Ich weiß nicht, ob das vielleicht beim Arzt dann noch möglich ist, dass man zum Arzt hingehen kann und sagen kann, hey, was steht denn da eigentlich drin? Lösch mal bitte. Wirkt aber wie eine Mehrbelastung für die Ärzte für mich. Und soweit ich weiß, soll das erstmal nur über die App möglich sein, dass man da Sachen rauslöschen kann. Und wenn dann irgendjemand anders Sachen da reinschreiben kann, die nicht stimmen oder die einfach schlecht sind für euch, müsst ihr die natürlich rauslöschen können. So, das waren jetzt die ziemlich harten Gefahren. Man hat aber noch durchaus weiche Gefahren, habe ich sie jetzt hier mal genannt, die einfach zum Beispiel von einem Hacker ausgenutzt werden könnten oder von Menschen, die drauf keinen Zugriff haben sollten, einfach ausgenutzt werden könnten, die wir auch beachten müssen. Das betrifft manche Leute mehr, weil sie sich zum Beispiel mehr erpressen lassen, manche Leute weniger, aber trotzdem sollte man dann natürlich nicht einfach sagen, hey, ja, das ist schon okay, mich betrifft das ja nicht. Weil es gibt Menschen, die da durchaus drunter leiden. Nehmen wir an, ihr habt eine Geschlechtskrankheit durch eine Affäre bekommen. Das soll vorkommen, da will ich niemanden verurteilen, trotzdem kann man das super benutzen, als Hacker zum Beispiel, um jemanden zu erpressen. Und ich nehme an, dass in Deutschland mehr als eine Person davon betroffen ist und ich dadurch mehr als eine Person erpressen könnte. Das zweite ist beispielsweise Mobbing. Ich sag mal, nicht jeder Arbeitsplatz ist, ne, wo wir es vorhin vom Thema Therapie hatten, so schön modern und so weit, dass man Angststörungen akzeptiert.
Manche würden euch dafür mobben und das kann einen Arbeitsplatz wirklich zur Hölle machen und tatsächlich auch zu sowas wie Burnout, Depression und so weiter führen, auch wenn ihr davor in Anführungsstrichen nur Angststörungen hattet, weil ihr von Kollegen dann einfach ausgegrenzt werdet oder gemobbt werdet. Oder, noch viel besser, nehmen wir an, ihr fangt an zu daten und die Mutter von der Person, die ihr anfangt zu daten, die arbeitet im Gesundheitswesen. Und nehmen wir an, die hat rein zufällig irgendwie Vollzugriff auf eure elektronische Patientenakte. Nehmen wir an, sie arbeitet zum Beispiel bei eurem behandelnden Arzt. Dann kann die da reingucken und sagen, hey, schau mal, der hatte mal ein Problem mit Alkohol. Der hatte mal Depressionen zum Beispiel. Und der hatte mal das, das und das. Ist irgendwie nicht so angenehm, wenn die Mutter von der Person, die ihr gerade anfangt zu daten, so tief über euch Bescheid weiß. Und wie gesagt, Ärzte sind dazu angehalten, wahnsinnig viele Informationen über euch da reinzuschreiben, die durchaus auch sensibel sein können. Und wenn sie in die falschen Hände kommen, klar, dann kann man die natürlich auch an Data Broker verkaufen und dann bekommt ihr beispielsweise Werbung für, I don't know, Kondome, wenn ihr Geschlechtskrankheiten habt, die vielleicht ein bisschen peinlich ist, wenn ihr die auf YouTube bekommt, nur ein Beispiel, und ihr habt Freunde da. Warum, fragt man sich dann vielleicht. Und ein Teil, den ich immer wieder erwähne, der noch nicht komplett relevant ist, aber das ist schon da, sind die Krankenkassen. Die Krankenkassen haben eine gewisse Macht, okay? Die können euch Boni zum Beispiel ausstellen und also sie dürfen nicht den Tarif irgendwie teurer machen für Leute, die beispielsweise rauchen. Das wäre Benachteiligung und Diskriminierung, das dürfen sie nicht. Auch wenn Menschen, die rauchen, potenziell mehr Kosten verursachen, weil sie beispielsweise Lungenkrebs bekommen können oder sowas, weil die Risiken einfach andere sind. Was sie aber durchaus tun dürfen, ist euch einen Bonus zu geben, sprich euch eine Reduktion auf euren vielleicht viel zu hohen Krankenkassenbeitrag zu geben. Und hier können wir gerne mal einen Vergleich machen. Ich zahle aktuell 1.200 € pro Monat für meine Krankenkasse. Das nur mal so an der Stelle. Die haben nämlich auch ordentlich aufgeschlagen. Aber gut, nehmen wir an, ihr bekommt einen Bonus, wenn ihr, sagen wir mal, manches nicht habt. Beispielsweise keine psychischen Vorerkrankungen habt. Beispielsweise nicht raucht, beispielsweise und so weiter und so fort. Wenn ihr für all das einen Bonus kriegt, dann ist das ein gewisser Anreiz, A, nicht zum Arzt zu gehen und B, die Informationen möglichst nicht zu eurer Krankenkasse zu lassen, weil potenziell können die ja benutzen, um euch mehr Last aufzudrücken, also quasi euch einen Bonus wegzunehmen. Und es gibt durchaus Menschen in Deutschland, die auf diesen Bonus angewiesen sein könnten. Also nehmen wir an, ihr habt jemanden aus einer sozial schwacheren Familie, die sind vielleicht auf den Bonus, auf den Erlass von der Krankenkasse, die vielleicht 100 € oder sowas im Monat euch Erlass gibt, wenn ihr, sagen wir mal, nicht raucht. Dann sind die darauf vielleicht angewiesen. Und das kann mit den falschen Informationen einfach dazu führen, dass ihr einfach sagt, okay, ich habe eigentlich einen Bandscheibenvorfall, ich habe eigentlich Depressionen, aber ich gehe halt nicht zum Arzt, damit mir mein Bonus nicht weggenommen wird, von dem ich ja abhängig bin, auch wenn ich eigentlich Hilfe bräuchte. Und das ist gefährlich. Weil wenn man Sachen unbehandelt lässt, dann werden die immer schlimmer und immer schlimmer. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen. So, jetzt haben wir, würde ich sagen, einen durchaus guten Überblick darüber, warum eigentlich die EPA super wichtig ist, für alle, die im medizinischen Sektor arbeiten, eine wahnsinnige Leistungssteigerung sein kann. Und auf der anderen Seite aber auch, warum diese Daten krass sensibel sind und nicht auf gar keinen Fall in falsche Hände kommen dürfen. Klar, wie gesagt, die EPA ist eigentlich so konzipiert worden, oder der Gedanke war schon so, dass die Leute, die euch behandeln, Zugriff darauf bekommen und nicht einfach jeder willkürliche Hacker. Logisch. Und genau deswegen sagt das Bundesgesundheitsministerium, haben Unbefugte eigentlich Zugriff auf meine EPA? Nein, nur Patientinnen und Patienten sowie das von ihnen berechtigte medizinische Personal haben Zugriff auf die Daten. Selbst Krankenkasse und ihre Ombudsstellen können die Daten in der EPA nicht einsehen. So, all das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich durchdacht, ja. Wie gesagt, Unbefugte dürfen keinen Zugriff auf diese Daten haben. Die sind nämlich maximal sensibel. Und der Chaos Computer Club oder ein paar Leute davon dachten sich natürlich, das schauen wir uns mal genauer an. So, ich verlinke euch selbstverständlich den vollen Vortrag unten in der Videobeschreibung. Ist klar, die ganzen Quellen sind sowieso unten verlinkt. Schaut euch den super gerne an. Ich mache hier nur eine Kurzform, damit ihr so einen groben Überblick habt über das, was ihr wissen müsst. Okay, also,
Zunächst einmal, die Leute vom CCC waren in der Lage, einfach sich Karten zu beschaffen, also Patientenkarten. Meine Gesundheitskarte im Grunde genommen zu bestellen. Da habe ich euch jetzt mal keine Grafik mitgebracht, weil die haben buchstäblich einfach dort angerufen oder bei manchen war es möglich, einfach anzurufen, bei manchen musste man ein Video-Ident-Verfahren machen. Video-Ident kennt ihr vielleicht von der Bank, wenn ihr mal euch Online-Banking besorgt habt oder sowas oder mal irgendwie, I don't know, bei einem Broker Online-Konto gemacht habt. Dann wird verifiziert, dass ihr wirklich ihr seid. Das heißt, man schaut sich über Video euer Face an und dann euren Ausweis. So. Es ist bekannt, dass Video-Ident nicht die sicherste Möglichkeit ist und das durchaus auch gefälscht werden kann. Und genau das ist passiert. Sie haben sich eigentlich von jeder Krankenkasse regelmäßig alle möglichen Karten bestellen können von jedem Patienten, den sie haben wollten. So. Wenn man aber auch Zugriff auf eure Karten hat, die PIN, die man brauchte, um auf die EPA zuzugreifen, die separat ausgeliefert wurde per Post, die braucht man jetzt irgendwie nicht mehr. Und das ist schlecht, weil die PIN war eigentlich dafür, dass man nicht so leicht sich mit einer Patientenkarte einfach Zugriff verschaffen konnte. Wenn man jetzt aber eine Patientenkarte hat, hat man Zugriff auf die EPA. Und dementsprechend, wenn jemand sich zum Beispiel meine Karte bestellt, zu sich nach Hause, dann kann der sich Zugriff auf meine EPA verschaffen und dann hat der im Grunde genommen die ganze Macht, die wir da vorher gesehen haben. Sogar schreibenden Zugriff übrigens, weil ich kann ja selber Dinge hinzufügen, die ich beispielsweise einnehme. Ich glaube nicht, dass ich Alkoholabusus eintragen könnte oder mir Morphium verschreiben könnte, das wäre Quatsch. Aber sowas wie Nahrungsergänzungsmittel kann man eintragen. Sowas wie, hey, mir geht's nicht so gut, ich habe Depressionen bekommen. Das soll ja alles möglich werden. Dass man das selber eintragen kann oder dass man einfach selber eintragen kann, hey, mir geht's heute nicht so gut. Und das ist gefährlich. Das heißt, das ist das eine, Patientenkarten beschaffen. Das nächste ist aber, sich Arztkarten zu beschaffen. Und hier muss ich ein bisschen ausholen. Die Forscher haben es tatsächlich geschafft oder haben einfach auf eBay Kleinanzeigen, kein Witz an der Stelle, so ein Arztlesegerät gefunden. Die sind an sich also frei verkäuflich. Und das sind die Geräte, in denen man eure Chipkarte, wenn ihr zum Arzt geht, einsteckt. Die Geräte an sich funktionieren aber nicht ohne weiteres, sondern man braucht auch noch eine Arztkarte. Ihr könnt euch das vorstellen wie eure Gesundheitskarte, die steckt man eben zusätzlich mit rein und dann braucht man das Gerät, die Arztkarte und eure Chipkarte. Und dann erst werden Informationen, als wärt ihr beim Arzt, geladen. So, diese Geräte also, die konnte man sich einfach, inklusive PIN übrigens, auf eBay Kleinanzeigen bestellen. Die sind also jetzt nicht wirklich super gesichert, das ist das eine. Das nächste ist die Arztkarten. Und die Arztkarten sind ein bisschen schwieriger zu beschaffen, weil da eine richtig große Infrastruktur an IT-Dienstleistern mit vernünftiger, theoretisch zumindest, vernünftiger Prüfung stattfinden sollte, dass ihr auch wirklich ein zugelassener Arzt seid. Und naja, dementsprechend sollte das nicht passieren. Also, wenn ihr eine bestellt zum Beispiel, dann müsst ihr halt ein Arzt sein, eigentlich. Tatsächlich war es aber in der Praxis so, dass man das Portal eines der Herausgebers von solchen Arztkarten einfach hacken konnte. Und zwar mit einer SQL-Injection. Das ist jetzt für die Leute, die ein bisschen technischer unterwegs sind. Hier ein Beispiel, wie das genau passiert ist. Tatsächlich war die Arztinfrastruktur so schlecht geschützt. Ich vergleiche mal ganz kurz die SQL-Injection, ja, nur damit die Leute, die es vielleicht nicht kennen, auch einen groben Einblick haben. Eine SQL-Injection ist eine so altertümliche Sicherheitslücke. Ich habe die 2012 ungefähr angefangen zu testen. So, ich war ja in dem Bereich tätig und so weiter und ich habe das mitgetestet und mittlerweile testen das viele meiner Kollegen schon gar nicht mehr, wenn sie irgendwo einen Pentest durchführen, weil sie sagen, das ist so alt, darum hat sich jeder gekümmert. So eine altertümliche Sicherheitslücke in einem Portal, das Arzt-Chip-Karten ausstellt. Das ist bedenklich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie dieses Portal entwickelt wurde. Die ganzen Bibliotheken, die man, also im Programmierbereich, die man heutzutage benutzt, um ein Portal zu entwickeln, die haben alle schon eingebaute Sicherheitsbeschränkungen, damit sowas wie SQL-Injection nicht mehr passiert. Ich weiß nicht mal, wie das noch möglich sein kann. Ich wüsste nicht mal, wo sowas noch überhaupt in der Bibliothek vorhanden ist. Was für mich komplett mein Gehirn sprengt. Dementsprechend, die Arztportale machen mir ein bisschen Sorgen.
Weil wer weiß, was da noch alles hinten dran stecken könnte. Okay, also was haben wir jetzt? Wir haben die Patientenkarten, wir haben die Chipgeräte, also die Lesegeräte und wir haben die Arztkarten, sprich wir können im Endeffekt so tun, als wären wir ein Arzt. Und dadurch, dass wir nicht einfach uns als Arzt registrieren müssen, das kann man ja grundsätzlich aber machen, sondern auch wirklich als Arzt ausgeben, der irgendwo stationiert ist, können wir einfach sagen, hey, ich bin jetzt zum Beispiel Herr Dr. Müller. I don't know, gibt's wahrscheinlich irgendwo sicherlich. Wir sind Herr Dr. Müller mit seinen 10.000 Patienten, die er jeden Monat behandelt. Und dementsprechend hat man auch Zugriff als Arzt auf diese 10.000 Patienten von Herr Dr. Müller. Und wir können da im Endeffekt jeden Arzt sozusagen impostern. Ja, wir können so tun, als wären wir jeder Arzt. Wir müssen nur den Arzt raussuchen. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch als Arzt Sachen zu machen. Sprich, wir können in unsere Patientenakte reinschreiben, der bekommt Morphium, so viel er möchte. Und das ist super, super gefährlich. Aber hier hört es tatsächlich noch nicht auf. Wie gesagt, die haben hier mehrere Schwachstellen getestet und ich will euch einfach nochmal eine andere noch mitgeben, damit ihr noch mehr schockiert seid, wie schlecht dieses System geschützt ist. Das hier ist ein Beispiel, wenn man so ein Arztlesegerät hat und man hat vielleicht eine Patientenkarte. Es ist ja vielleicht ein bisschen arg viel Aufwand, sich immer wieder auszugeben als ein anderer Patient. Zum Beispiel als ich und dann als diese Person und dann als die Person. Ist ja Arbeit, ne? Man muss ja jedes Mal die Gesundheitskasse anrufen und dann sagen, hey, ich bin der und der, schick mir eine neue Karte zu. Das dauert. Sprich, was man stattdessen tun kann, ist, man nimmt einfach das Arztgerät, die Arztkarte, die haben wir ja beide, und anschließend, egal welche Chipkarte, steckt man rein und diese Chipkarten haben eine Art ID-Nummer. So, jetzt würde man erwarten, dass diese ID-Nummer sicher kommuniziert wird. Wird sie aber nicht. Man kann einfach in dem Gerät tatsächlich, und das ist hier das Beispiel, was sie gebracht haben, in dem Gerät die Nummer ändern, sodass es eine andere ID-Karte ist. Und das Lustige ist, diese ID-Karten, also die IDs von den Karten, sind durchnummeriert. Das heißt, man fängt eben, also hier vorne steht quasi Deutschland und dann welche Krankenkasse das ist. Und dann kann man da einfach hochzählen. Das heißt, wenn ich meine ID-Karte da rein oder meine ID da nehme und dann einfach 1 erhöhe, bekomme ich die von der nächsten Person. Dann nochmal 1 erhöhen, bekomme ich die von der nächsten Person. Nochmal 1 erhöhen und so weiter und so fort. Sprich, dadurch brauche ich nur eine einzige Karte und so ein Arztlesegerät mit Arzt-Chip-Karte und habe Zugriff auf eigentlich alle EPAs, die wir so in Deutschland haben. Und genau das haben sie hier gemacht und demonstriert. Sie haben im Endeffekt Vollzugriff auf alle EPAs bekommen in ganz Deutschland und zumindest die halt schon aktiv sind. Was ich euch aber auch nicht vorenthalten möchte, ist im Grunde genommen, ist halt Deutschlands Arzt-IT wahnsinnig angreifbar und sehr, sehr viele Geräte, sehr, sehr viele von diesen Arztgeräten sind einfach falsch verknüpft und sind nach außen hin erreichbar. Sprich, man kann einfach von außen drauf zugreifen, meistens natürlich mit einem Passwort geschützt. Das heißt, jemand, also ich zum Beispiel, kann einfach hergehen und das wie eine URL, wie eine Webseite anwählen. Und dann bin ich bei dem Arzt einfach im Portal drin und muss dort natürlich einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Und naja, leider sind halt in sehr, sehr vielen Fällen einfach Benutzername, Admin und Passwort, Password durchaus schon ausreichend gewesen, um einfach in deren IT-Infrastruktur vom Arzt einzudringen. Jo. Und da sehen wir, es ist nicht eine Sicherheitslücke, es sind wahnsinnig viele. Es ist wahnsinnig viel, was da eigentlich falsch läuft. Und man darf den Ärzten auch einfach keinen Vorwurf machen. Das sind ja keine Informatiker. Und woher sollen die denn das Geld nehmen, sich einen Informatiker zu holen, der das Ganze bei ihnen richtig einrichtet und dann auch betreut? Viele machen das einfach nebenbei, weil sie müssen. Und waren nie irgendwo scharf drauf, das Ganze zu digitalisieren. Die wollten einfach Menschen behandeln. Was mich fast noch ein bisschen mehr verunsichert hat, ist die Gematik-Reaktion. Gematik, wie gesagt, der IT-Dienstleister von Bundesgesundheitsministerium, die sich da drum kümmern um das ganze Projekt. Nicht alles implementieren, bei Gott nicht, aber sich halt so ein bisschen koordinativ darum kümmern. Und die haben geschrieben, einmal ab dem 15. Januar startet die Pilotphase. Das heißt, in manchen Modellregionen werden die EPAs eingeführt. Und bevor der bundesweite Rollout kommt, sollen weitere technische Lösungen umgesetzt und abgeschlossen sein, die diese Sicherheitslücken fixen sollen. Das heißt, man möchte einmal verhindern, dass Ausweise der Telematikinfrastruktur missbräuchlich verwendet werden können, also sprich die Arztkarten einfach geholt werden. Man möchte die Sicherheitslücke schließen. Man möchte dadurch eben die
Kartennummer einfach nochmal zusätzlich versichern, dass man nicht einfach hochzählen kann, sondern dass wirklich die Karte das auch unterschreiben muss. Dann kann ich dich einfach so tun, als wäre ich eine andere Karte. Und man möchte Nutzerinnen und Nutzer sensibilisieren, um die Telematikinfrastruktur eben weiter zu schützen. Plus man möchte mehr Überwachung und Monitoring und Anomalieerkennung. Also quasi, man möchte herausfinden, ob es irgendwo missbräuchlich benutzt wird. Und ich sag mal so, es ist schön, dass sie anerkennen, dass da noch Sicherheitslücken drin sind. Das ist nicht selbstverständlich. Auf der anderen Seite, die Modellregionen Hamburg, Franken und NRW, die bekommen das Ganze trotzdem am 15. Januar mit den Sicherheitslücken. Und solltet ihr in einer dieser Modellregionen leben, dann empfehle ich euch ganz, ganz dringend, Widerspruch einzureichen gegen die gesamte EPA. Weil diese Sicherheitslücken werden wahrscheinlich nicht in der kommenden Woche noch repariert werden, sondern, wie hier auch schon steht, bevor der bundesweite Rollout kommt, sollen die repariert werden. Bundesweit ist aber mindestens 4 Wochen nach den Modellregionen, also frühestens am 15. Februar dann, beziehungsweise ein paar Tage vorher. 4 Wochen danach haben sie geschrieben. Dementsprechend, falls ihr da wohnt, widersprecht, auf jeden Fall. Was mich auch verunsichert hat, ist, dass sie gesagt haben, man möchte Nutzerinnen und Nutzer sensibilisieren. Das hat nie wirklich gut geklappt, weil viele Menschen einfach anderes im Kopf haben und sich nicht auch noch um sowas kümmern wollen und eigentlich auch nicht in der IT zu Hause sind, sondern eben Menschen heilen wollen. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt der Lösungsansatz, den wir brauchen. Aber das Ganze richtig zu machen, würde halt das Projekt noch deutlich mehr verzögern. Man muss aber dazu sagen, das war nicht der erste Vortrag zur EPA. Ich glaube, die beiden haben schon 3 Vorträge jetzt gehalten beim CCC, jeweils auf dem Jahreskongress zwischen den Jahren. Und jedes Mal über die EPA, beziehungsweise, dass sie sich Karten bestellen konnten, dass sie die Telematikinfrastruktur ausnutzen konnten. Also, das sind keine neuen Lücken, ja, das muss man dazu sagen. Die sind schon länger da, zumindest zu einem Teil. Und sie finden immer wieder neue. Nun gut, deswegen habe ich euch mal eine Statistik rausgesucht. Und zwar, wie vertrauenswürdig wird denn eigentlich unsere Gesundheitsversorgung noch wahrgenommen? Und siehe da, ich habe nur die Jahre 2022, 2023 verglichen. Ich verlinke euch, wie gesagt, auch die Studie unten. Die ist vom IFD. Und das Vertrauen ist, also die Leute, die sehr großes Vertrauen haben, sind mittlerweile ungefähr halb so viele. Die Leute, die großes Vertrauen haben, sind auch um ungefähr 10% gefallen. Die Leute, die sich nicht ganz sicher sind, sind ein bisschen gewachsen. Und die Leute, die weniger großes oder kein Vertrauen haben, sind wirklich massiv in die Höhe gegangen. Und das ist nicht das, was wir brauchen können. Denn wenn die Leute, also wenn wir im Endeffekt Vertrauen in die Gesundheitsversorgung verlieren, und ich bin ehrlich, ich habe auch immer mehr Struggle damit, meiner Gesundheitsversorgung hier in diesem Land zu vertrauen, dann bedeutet das, dass wir uns selbst Diagnosen stellen, dass wir nicht zum Arzt gehen, wenn wir Beschwerden haben. Und ja, wenn mein Arzt mir was einträgt, was mir vielleicht finanziell einen gewaltigen Nachteil gibt, dann gehe ich nicht zum Arzt. Das ist einfach eine logische Entscheidung dann. Sprich, man resultiert dann in Selbstbehandlung, man hält sich zurück, was man dem Arzt sagt. Und so funktioniert einfach Arzt nicht. So funktionieren Diagnosen nicht, so funktioniert Behandlung nicht. Man muss da seine Sachen auch teilen dürfen, ohne dass man Nachteile hat. Und genau das wollen wir vermeiden. Und das passiert aber, wenn das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung sinkt. Alles in allem brauchen wir also einen ziemlich anderen Ansatz, was das Ganze angeht. Und deswegen, ich bin hier noch nicht mit dem Ganzen am Ende. Ich will hier auch vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge geben. Und vor allem auch noch mal deutlich machen, was wir damit alles machen können. Und da möchte ich einmal ganz kurz über Forschung sprechen. Ich weiß, Gesundheitsdaten sind krass sensibel. Das habe ich gerade vorhin selbst gezeigt. Jeder will aber, dass wir Heilungen für Krebs, AIDS und so weiter und so fort finden. Aber gleichzeitig will niemand an Studien teilnehmen oder gar seine Daten weitergeben. Und die EPA wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen, an solche Daten ranzukommen, auf eine vertrauenswürdige Art und Weise. Mit dem Opt-in von mir, von euch, von wem auch immer. Und ich persönlich würde meine Daten für sowas zur Verfügung stellen. Ich würde auch an Studien teilnehmen. Das Problem ist natürlich, die Studien müssen mich erstmal finden. Und wenn ich jetzt hier ein YouTube-Video mache, dann findet mich vielleicht 1 oder 2, aber das bringt nichts. Man braucht da wirklich so groß angelegte Kohorten, wie es nur irgendwie geht.
So, und nehmen wir mal an, wir haben solche Kohortenstudien. Ja? Kohortenstudien bedeutet, wir müssen Teilnehmer finden. Das heißt zum Beispiel Leute, die in Therapie sind, wegen, sagen wir mal, gut, ich bin nicht wegen Trauma, aber ist egal, wegen Traumata in Therapie sind und dazu keine Medikamente, also sowas wie Antidepressiva, einnehmen. Solche Personen müssen wir erstmal finden und dann müssen wir die fragen, ob sie an einer Studie teilnehmen wollen. Die EPA wäre der perfekte Ort gewesen, um genau sowas zu machen. Nicht, weil die Forschungsinstitute dann die ganzen Daten bekommen, um Gottes Willen bloß nicht, ja. Man muss trotzdem nachfragen, ob die Leute teilnehmen wollen. Was man also machen könnte, das ist nur ein Beispiel, wie man das sinnvoll umsetzen könnte auf eine IT-Perspektive. Die Forschungsinstitute können einen Antrag stellen, der wird dann an die Gematik weitergeleitet. Die Gematik oder die Dienstleister, die IT-Dienstleister, liefern die Anfrage für eine Studienteilnahme an alle aus, die grundsätzlich erstmal Interesse an Studien haben. Das kann man ja einfach in der EPA dann auswählen. Habt ihr Interesse, habt ihr kein Interesse? So, das heißt, es wird einfach an jede EPA übertragen. So eine wollt ihr mitmachen? Dann wird erstmal lokal auf eurem Gerät ohne Internet nachgeguckt, wollt ihr überhaupt Studien machen und seid ihr dafür überhaupt geeignet? Also seid ihr überhaupt in Therapie und nehmt keine Medikamente? Das steht da ja drin. So. Das heißt, man hat die potenziell möglichen Teilnehmer für diese Studie identifiziert. Alles lokal auf eurem Gerät. Diese Informationen sind nicht von eurer EPA an das Forschungsinstitut oder an die Gematik geflossen, sondern das wird bei euch getestet. Über einen Broadcast sozusagen. Also alle bekommen die Nachricht und dann schaut man bei euch auf dem Gerät nach. So. Und an der Stelle kann man dann einfach eine Push-Benachrichtigung schicken an mein Handy und ich kann sagen, jo, ich will mitmachen oder nein, ich will nicht mitmachen. Habe ich vorher ausgewählt, dass ich generell keine Studien machen möchte, dann ist das vielleicht einfach generell weg. Und so kann man so leicht neue Forschungsteilnehmer finden auf eine Art und Weise, die eure Daten trotzdem schützt. Es wäre also machbar. Ja? Wir haben mit der EPA diese Möglichkeit. Das Zweite ist, es sind wahnsinnig viele Daten in dieser EPA und legt man die zusammen in einen Datenpool, dann kann man da sehr, sehr gut rausfinden, welcher Lebensstil führt zu welchen Erkrankungen und welcher Lebensstil löst welche Erkrankungen, also beispielsweise von der Ernährung her. Diese Daten kann man theoretisch in so eine EPA eintragen, wenn die Daten wirklich ordentlich verwaltet werden und wenn sie strukturiert sind, wenn man da sinnvoll auch Sachen einfügen kann. Natürlich muss man aber eure Einwilligung einholen und das geht wunderbar über eine solche App. Das kann ich ja machen. Problem ist, dass momentan aber einfach nur 1% der Teilnehmer überhaupt so eine App benutzen und naja, wir brauchen eigentlich schon deutlich mehr. Und gleichzeitig kann man auch rausfinden, über eben sowas wie einen Datenpool, Trauma plus Medikament gleich Erfolg und falls ja, bei wem genau? Welche anderen Sachen spielen da vielleicht noch mit rein? Welchen Lebensstil, welche Lebensstilveränderungen wurden da gemacht? Und all das könnte man auch machen bei den Leuten, die halt teilnehmen wollen, die wirklich zustimmen und sagen, ja, ich würde diese Daten teilen für die Forschung. Und ich persönlich würde solche Daten, zumindest teilweise, manche davon, würde ich schon teilen. Ich würde an solchen Kohortenstudien teilnehmen. Und ich bin mir sicher, ich wäre nicht der Einzige. Denn ja, ich bin auch daran interessiert, dass ich im Alter eine Lösung für meine Krankheiten, die ich wahrscheinlich noch entwickeln werde, habe. So wie wir alle. Und dazu braucht man einfach solche Daten, solche Teilnehmer für Studien. So. Das zum Thema Forschung. Was ist also genau schiefgelaufen? Ich habe hier auch mal ein Schaubild aus dem Vortrag vom CCC nochmal rausgenommen, das das Ganze so ein bisschen illustriert. Warum ist eigentlich unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland so am Scheitern? Oder generell die EPA, warum ist es so ein riesiges Problem? Die Gematik oder das Bundesgesundheitsministerium haben da schon mal dazu gesagt, ey, es ist im Endeffekt eines der größten Projekte, die wir in diesem Land jeweils hatten. Wir sind über 80 Millionen Menschen in Deutschland und wir haben über 100 verschiedene Krankenkassen. Das sind nicht mal die privaten dabei. Und gleichzeitig brauchen wir mehrere Dienstleister, die Karten ausstellen für Ärzte, die Software für Ärzte entwickeln. Die Ärzte sind ja grundsätzlich erstmal frei, bei wem sie sich die Software einkaufen wollen und bei wem sie vielleicht auch dann Support bekommen. So, und all diese Dienstleister müssen unter einen Hut gebracht werden. Wir haben das Aktensystem, wir haben die Krankenversicherung, wir haben euch als Leistungsnehmer, also Patienten, wir haben die Leistungserbringer, sprich die Ärzte, die verschiedenen Institute, die da jeweils verschiedene Befunde reinstellen. Und das große Problem ist dann natürlich auch, wir haben mehrere Bundesländer, die verschiedene Vorschriften haben. Die sind
nicht einheitlich. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist IT-technisch ein absoluter Albtraum, weswegen ich komplett verstehe, dass das nur scheitern kann. Den Ärzten kann man nicht zumuten, dass sie sich um ihre eigene Infrastruktur wirklich kümmern. Die haben mehr als genug Ausgaben und mehr als genug Arbeit, die sie da eigentlich leisten müssen. Und genauso gut kann man euch nicht dazu zwingen, dass ihr, keine Ahnung, ein Smartphone habt. Deswegen muss es auch nur mit der Gesundheitskarte funktionieren und auch ohne App. Das macht das Ganze aber nochmal deutlich komplizierter. Ich habe euch hier deswegen einfach mal alle Krankenkassen, die Gematik listet, habe ich euch einfach mal mitgebracht. So, das sind Krankenkassen und das Ding ist, die kooperieren nicht wirklich miteinander. Die Barmer zum Beispiel hat eine andere App für die EPA als jetzt beispielsweise die AOK, bei der viele von euch sind. Und die Techniker hat nochmal eine andere App. Jede Krankenkasse hat im Grunde genommen ihre eigene App und viele davon haben nochmal eine eigene App nur für die EPA. Und nun, ich glaube, es ist eindeutig, dass, wenn wir uns das angucken, dass wir uns fragen, warum macht jeder seinen eigenen Krampf? Also, mehrere Arztlösungen, allein das zu verwalten oder die alle in einen Standard reinzubekommen, ist ein absoluter Albtraum. Mehrere Krankenkassen-Apps, die an das System angebunden sind, mehrere Dienstleister, die daran angebunden sind. Warum lagert man die Entwicklung vom Bund aus an die einzelnen Dienstleister? Warum sagt man nicht, der Bund entwickelt eine gemeinsame Lösung und ich kann mich in einer bundesweiten elektronischen Patientenakten-App einfach einloggen mit dem Login von meiner Krankenkasse? Also sowas wie Login with Google, nur eben Login with your Krankenkasse. Und das eben für die EPA-App, für die gesamte EPA-App. So, dann hat man einen zentralen Ort, eine zentrale App, die man verwalten kann. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, so eine App zu entwickeln, kostet mindestens sechsstellig. So, wenn man jetzt eine App entwickelt, mindestens sechsstellig, dann muss man auch nur eine App wirklich perfekt absichern. Dann muss man auch nur bei einer App gucken, dass die User-Daten vernünftig verschlüsselt werden und dass die nicht einfach weiter geleakt werden. So muss man das bei jeder App machen. Jede von diesen Apps kostet sechsstellig. Jede App muss sicherheitsgetestet werden. Jede App muss all das erfüllen, muss all die Anforderungen erfüllen. Warum lagern wir das immer aus an andere, die das jeweils für sich selber entwickeln? Warum legen wir nicht einmal die Kapazitäten zusammen für etwas, das sowieso bundesweit dann vorgeschrieben ist? Das verstehe ich absolut nicht, das will nicht in mein Gehirn rein. Das macht keinen Sinn. Wir teilen unsere Kompetenzen komplett auf und haben die, ich habe es nicht gezählt, aber die wahrscheinlich locker 100-fachen Kosten. Und das ist einfach nur Quatsch. So, und genau dasselbe gilt auch für die ganzen Arzt-Software-Systeme. Wenn es so viele Systeme gibt, die ein Arzt bekommen kann, aber ein Arzt muss eins haben, rechtlich vorgeschrieben, dann muss auch der Staat dem Arzt dann irgendwie Hilfeleistung geben. Und das kann man am besten machen, wenn man eine Lösung hat. Deswegen übrigens ist es deutlich einfacher, eine App für iPhone zu entwickeln, weil es gibt halt eine Handvoll iPhones, während jedes Jahr mehrere hunderte Android-Systeme entwickelt werden. Und deswegen laufen die Apps unter iPhone oder unter iOS oftmals stabiler als unter Android. Das ist mittlerweile über einen eigenen Standard oder über den Android-Standard relativ ausgebessert worden und ist deutlich besser. Aber trotzdem muss man mit verschiedenen Formaten, weil die Handys einfach nicht alle gleich groß sind, auch umgehen können. Hat man ein Fold zum Beispiel, ist das deutlich mehr Aufwand. Ne? Das ist einfach unangenehm. Oder muss man sich um noch andere Dimensionen kümmern, um Tablets und so weiter und so fort. Das ist bei iOS einfach deutlich einfacher, weil es halt nicht so viele unterstützte Geräte gibt. Und genau dasselbe, nur auf eine Megaskala skaliert, ist halt hier bei den Arztsystemen und bei den ganzen Krankenkassen-Apps. Das treibt die Kosten derart in die Höhe, dass es schon wieder komplett unwirtschaftlich ist. Und die Krankenkassen haben auch alle nur ein wirtschaftliches Interesse am Ende und müssen schauen, wo sie Kosten einsparen können. Und genau deswegen gehen halt unsere Beiträge so dermaßen auch nach oben. Deswegen habe ich mal rausgesucht, wie ist es denn eigentlich in Estland? Estland ist ja das, ich sag mal, Modellland, wenn man über staatliche Digitalisierung spricht. Und Estland hat auch eine digitale Gesundheitskarte. Man muss dazu sagen, Estland ist deutlich kleiner als Deutschland. Die haben nicht so viele Krankenkassen, die haben nicht so viele verschiedene Dienstleister und längst nicht so viele Menschen, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die haben das alles einfach einfacher aufgezogen. Estland hat das Ganze so gemacht,
Die Daten werden dezentral gespeichert. Dezentrale Speicherung bedeutet, die Daten liegen nicht in einer zentralen Akte, in einem zentralen Datenpool und sind damit für einen Hacker super, super attraktiv, sondern sie liegen eben verteilt. Das heißt, der Arzt speichert alle Informationen über euch, die er nimmt, die er produziert hat. Die Fachärzte speichern die Informationen, die produziert haben. Die Apotheke speichert, welche Medikamente ihr gekauft habt. Und wenn ihr bei mehreren Apotheken wart, dann speichert das halt mehrere Apotheken. Das Krankenhaus speichert und so weiter und so fort. Ja, jeder speichert die Sachen bei sich. Komplett verschlüsselt im besten Fall, außer ihr gebt Zugriff darauf. So. Und ausgeteilt, wenn jetzt beispielsweise mein Arzt wissen muss, welche Medikamente nehme ich an, dann fragt mein Arzt bei der Apotheke, welche Medikamente nimmt denn der eigentlich? Und wenn ja, wie oft hat er die wirklich gekauft? So, dann sagt die Apotheke, ey, der war gestern da und vorgestern war er da und vor 3 Tagen war er auch da. Und er hat das, das und das gekauft. Und liefert das über ein vereinheitliches Protokoll namens X-Road an den Arzt aus. Das heißt, die kommunizieren alle untereinander via X-Road. X-Road ist das Einzige, was wirklich dann gebraucht wird, damit die miteinander sprechen können sozusagen. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Website, wie HTTPS zum Beispiel oder www. Ja? Darüber sind auch einzelne Protokolle definiert und deswegen könnt ihr mit jedem Browser jede Website aufrufen, im besten Fall. Und es ist nicht, dass ihr für diese Website exakt diesen Browser braucht, im besten Fall zumindest, aber da müssen wir auch separat drüber reden. Okay, so, das heißt, das ist relativ angenehm eigentlich und naja, dann kommt eben noch ihr ins Spiel und ihr gebt die Kontrolle, ihr gebt im Endeffekt frei, wenn ihr eure digitale ID in Estland dran haltet, dass der Arzt auf eure Medikationsliste zugreifen darf. Das heißt, ihr seid beim Arzt, ihr hängt euer Smartphone an deren Lesegerät und dann gebt ihr, oder dadurch gebt ihr dem Arzt über eure App den Zugriff auf, der darf das anfragen, der darf das anfragen und der darf das anfragen. So, und genau das fehlt uns. Genau diese digitale ID haben wir in Deutschland nicht. Hätten wir eine verlässliche und sichere digitale ID, das ist wirklich ein digitaler Ausweis. In Estland hat wirklich jeder ein Smartphone, das wird im Zweifel auch vom Staat gestellt und darauf ist dann eure digitale ID, weil ihr darüber auch abstimmen könnt, also wirklich wählen könnt, weil ihr darüber eure Gesundheitskarte habt und so weiter und so fort. Bei uns sind es halt über verschiedene Karten geregelt, die dann am Ende auch jeder mitschleppen muss. Das ist Geschmackssache, aber nun gut. Mit dieser digitalen ID könnt ihr aber zum Beispiel auch das Ganze verwalten. Ihr habt dann zwangsläufig die App im Endeffekt. Und ihr könnt dann auch wirklich verifizieren, dass ihr seid. Und genau diese Verifikation, dass man selber ist, das ist ja genau das, was wir brauchen. Wenn ich verifizieren kann, dass ich wirklich Cedric Mössner bin, dann kann ich auch eine neue Gesundheitskarte bestellen. Und wenn ich wirklich in meiner App vom Amt hinterlegen kann, ich bin jetzt umgezogen, ich wohne jetzt da und da, dann kann das auch nicht am Telefon einfach irgendjemand behaupten. Dann kann ich nicht dort anrufen und sagen, ja, hallo, ich bin der Herr Max Mustermann, ich bin jetzt übrigens umgezogen nach Berlin, Straße 123. Das kann ich dann nicht mehr behaupten, weil es ist in meinem Ausweis hinterlegt, wer ich bin. Und so schaltet man einfach jegliches Social Engineering komplett aus. Und das fehlt uns halt drastisch. Wenn man so eine digitale ID hat, dann kann man sehr, sehr viel mehr Vertrauen schaffen. Wir versuchen gerade irgendwie 50 verschiedene digitale IDs zu machen. Einmal über die Gesundheitskarte, einmal über die E-ID und dann über den Führerschein und so weiter und so fort. Und das sind alles separate, unabhängige Dinger, die alle nicht miteinander sprechen. Und deswegen müssen wir gleich 50 verschiedene Identifikationsverfahren machen, die uns alle extra Geld, Zeit und Ressourcen kosten. Und ja, wir überkomplizieren hier. Wir überkomplizieren derart massiv, dass wir es uns nicht mehr leisten können, die App zu entwickeln. Und jetzt mit den ganzen Budgetstreichungen, die wir dieses Jahr erwarten können, weil wir aktuell keine Regierung haben und keinen festgelegten Haushalt haben, ich mache mir wirklich Sorgen, dass das Geld überhaupt da ist, um all diese Sicherheitslücken, die da aufkommen und all die Prüfungen, die wir eigentlich brauchen, zu finanzieren. Und klar, dass dann die Gesundheitsversorgung immer teurer wird, wenn man halt auch noch sowas mitfinanzieren muss und die ganzen Apps, die entwickelt werden. Nun gut, das war ein sehr langes Video, aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen aktuellen Stand über das, was in der EPA passiert ist. Ich weiß, dass das natürlich nicht das Ende vom Lied ist und ich versuche euch aktuell über alles Mögliche auf dem Laufenden zu halten. Das ist nur ein Thema von so vielen, die gerade abgehen.
Und deswegen möchte ich euch einmal ganz kurz meine Newsletter empfehlen. Wie gesagt, Plural, Newsletter, Plural. Das sind mehrere und ihr bekommt jeden Tag genau einen in den Kategorien, die ihr euch ausgesucht habt. Und auf der anderen Seite, wenn ihr lieber einen RSS-Feed haben wollt mit noch mehr Kategorien, mit noch mehr News, den ihr komplett individuell anpassen könnt, zum Beispiel sagen könnt, hey, ich interessiere mich für Cybersecurity und Big Tech und Hardware und für Robotics, ganz besonders und Privacy erst recht, dann könnt ihr euch das komplett so customizen und als RSS-Feed dann von mir bekommen. All das findet ihr auf Patreon. Ich habe euch das hier unten verlinkt, beziehungsweise natürlich auch in der Beschreibung. Schaut super gerne dort vorbei. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch das ganze Thema so lange gegeben habt. Wir hören uns beim nächsten Mal im Cyberspace. Bis dann. Ciao.